Portugal ist landschaftlich wirklich vielfältig. Von den sonnigen Stränden im Süden bis hin zum grünen Norden wollen wir uns selber ein Bild davon machen. Auf der Reise erleben wir wieder einige Abenteuer, stürzen uns in die Wellen und fliegen wie ein Vogel über die Täler. Mein Name ist Valentin, man nennt mich auch Sarazar und mit meinen Freunden Benny und Max geht es wieder auf große Fahrt. Gemeinsam drehen wir einen Film über unsere Reise zum größten Nationalpark von Portugal, wo es richtig schön sein soll. Da es allerdings im ganzen Land interessante Orte gibt, die wir entdecken wollen, machen wir einen 1000 Kilometer langen Roadtrip. Denn Reisen ist das Beste, um wieder etwas Neues zu erleben. Wir starten in der Nähe von Faro, dem zentralen Urlaubsort der Algarve-Küste. In Albufeira erkunden wir das trockene Hinterland mit einem Buggy. Danach fahren wir zum Surfen nach Sagres. Auf der Route machen wir auch einen Zwischenstopp in Lissabon. Die windige Küste von Peniche und den Ort Nazaré, wo Profisurfer auf die größten Wellen der Welt warten, müssen wir uns ebenfalls ansehen. In der Nähe gibt es auch riesige Tropfsteinhöhlen. Und am Ende reisen wir zur 1500 Meter langen Zipline und in den Peneda Gerês Nationalpark. Das sieht ja schon echt krass aus, oder? Die Küste und dann dieser Ankerfriedhof hier, wirklich interessant. Wir sind jetzt auf jeden Fall an der schönen Algarve und hier beginnt unser Roadtrip. Die Algarve ist mit ihren Stränden die wichtigste Urlaubsregion von Portugal. Hier kommen die meisten Touristen hin. Der Ankerfriedhof von Praia do Barrio dient als Erinnerung an die früheren Thunfischfischer der Gegend. Die schweren Dinger wurden zur Befestigung der Netze am Meeresgrund verwendet. Nach unserem Besuch fahren wir weiter zum nächsten Ziel in der Nähe von Albufeira, ca. 40 Minuten entfernt. Wir machen eine Buggy-Tour, bei der wir die Landschaft entdecken wollen. So, wir haben jetzt zwei Buggys, Max und ich sind aktuell unterwegs. Benny filmt uns gerade netterweise. Mich hat schon ein bisschen erwischt, ein bisschen dreckig bin ich, aber das ist... Ja, voll, ne? Oh Mann, den Max hat schon richtig... Aber es ist gar nichts gegen den Buggy, der sieht schon richtig übel aus und der beschützt uns natürlich auch so ein bisschen, ja? Aber jetzt geht's erst richtig los mit dem technischen Part. Ich bin gespannt, ey. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Vom Olymp. Ich kann euch auf jeden Fall ans Herz legen, nehmt eine Sonnenbrille mit, wenn ihr das mal selber macht, weil das ist eine wirkliche Schutzbrille. Der Max, der hat keine an und Max musste durch. Ja. Wir sind jetzt so ein bisschen im Landesinneren und hier gibt es wirklich ein traumhaftes Panorama. Also bei der Algarve, da ist nicht nur die Küste schön. Die trockene Region mit ihrer roten Erde sieht irgendwie besonders aus. Und mit dem Buggy kann man auch schweres Gelände gut erkunden. Eine 3-stündige Tour kostet knapp 110 € pro Fahrzeug. Es ist ein bisschen wie Autoscooterfahren in einer Landschaft, die aussieht wie in einem Western. Sieht aber gut aus. Der Benny hat Schlammcatchen gemacht. Aber bei mir der Sitz ist auch komplett voll. Oh, Brennern. Vor allem ist, glaube ich, alles da reingelaufen. So eine Scheiße. Die Buggy-Tour ist eine super Sache, um abgelegene Gegenden kennenzulernen. Und ein bisschen Action gibt es noch obendrauf. Danach reisen wir weiter durch die Region. An der Algarve gibt es europaweit übrigens die meisten Sonnentage. Bekannt ist das Gebiet vor allem für die schönen Felsformationen.
Es ist immer wieder erstaunlich, was für Wunder die Natur im Laufe der Zeit geschaffen hat. Und weil die Erde so schön ist, gibt es einfach nichts Besseres, als sie zu entdecken. Bei Ponta da Piedade sieht es einfach super aus. An der Algarve gibt es aber noch viele weitere schöne Klippen und Strände. Für uns geht es weiter auf die Straße Richtung Westen. Wir wollen nach Zagreb, an einem besonderen Ort den Sonnenuntergang genießen. Wir sind jetzt ungefähr 45 Minuten entlang der Algarve-Küste gefahren und es ist wirklich wunderschön. Und jetzt sind wir am südwestlichsten Punkt des europäischen Festlandes mit dem Leuchtturm São Vicente. Wunderbare Ecke, richtiger Touristenmagnet. Und das ist übrigens auch der hellste Leuchtturm Europas. Ja, genießen wir mal den Blick. Hinter dem Horizont liegt irgendwo Amerika. Die Menschen zieht der Ort hier magisch an. Kein Wunder bei der Aussicht. Jetzt sind wir an einem der schönen Strände in Zagreb und das ist ein Ort, der direkt in der Nähe des Leuchtturms ist. Und hier gibt es verschiedenste Surferspots, echt coole Strände und Küsten. Ja, und der Benny und ich, wir waren schon ein paar Mal surfen, ist allerdings schon was länger her. Und der Max wird das heute alles lernen. Wir haben auch einen Trainer am Start, der uns ein bisschen was beibringt. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich mega mal wieder auf so einem Brett zu stehen, um zu sehen, was wir noch können oder heute vielleicht dazulernen. Nach einem ordentlichen Stretching bringt uns Trainer Dave die ganzen Grundlagen bei. Bei den Trockenübungen geht es um das richtige Paddeln, das Analysieren von Wellen bis hin zum Stand auf dem Brett. Der Preis für einen Surflehrer liegt bei ca. 70 € pro Person für einen Tag. Boah, Schweiß, ey, das ist so warm in dem Anzug, aber gleich im Wasser freue ich mich wahrscheinlich drüber. Ja. Nach dem Training geht es endlich in die Wellen. Am Anfang hat man noch einige Probleme auf dem Brett zu stehen. Das klappt mit der Zeit aber immer besser. Am wichtigsten ist das richtige Timing. Und auch Max kämpft sich tapfer durch die Wellen. Die Flut wird allerdings immer heftiger, was das Surfen nicht unbedingt leichter macht. Nach und nach kriegen wir aber immer mehr Rides. Besonders cool am Surfen finde ich, dass hier Spaß und Fitness kombiniert werden. Und das Gefühl, eine Welle zu kriegen, ist echt Hammer. Das könnte ich jeden Tag machen und nicht nur alle paar Jahre. Alter, diese Wellen sind zu krass. Okay, eine letzte, okay? Okay. Boah. Boah. Ja, Mann. Ja, stell dich hin, stell dich hin. Ja! Surfen ist für manche nicht nur eine Sportart, sondern ein richtiger Lebensstil. Viele Surfer reisen den Wellen hinterher oder wandern sogar dafür aus. Im Laufe der Reise werden wir dazu noch mehr erfahren. Wir waren jetzt ungefähr 6 Stunden surfen. Ich muss sagen, es war mega anstrengend, vor allem das auch alles zu filmen. Ja? Wir sind dann mit den Kameras rein, mit der Strömung weggespült worden und nachher hat richtig die Flut eingesetzt. Hat aber unnormal Bock gemacht, oder? Hat mega Bock gemacht, war super anstrengend. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich bin auch einmal die Strömung ein bisschen rausgetrieben worden. Da merkst du erstmal, was das für eine Naturgewalt ist hier. Ja, und wir fallen jetzt wahrscheinlich erstmal ins Bett und morgen geht's dann weiter. Auf dem Weg nach Norden wollen wir auch einen Abstecher nach Lissabon machen. Wir möchten uns in der Hauptstadt ein wenig umschauen.
etwa 3 Stunden Fahrt sind wir jetzt hier bei der Brücke des 25. April. Und die sieht wirklich spektakulär aus, auch eines der Wahrzeichen von Portugal. Und es gab am 25. April 1974 übrigens einen Putsch hier in Portugal. Da wurde das rechte Regime abgesetzt. Deswegen hat die auch wirklich eine historische Bedeutung. Und da vorne gibt es noch die Brücke von Vasco da Gama. 17 Kilometer ist die lang und die längste Brücke Europas. Ebenfalls sehr spektakulär. Wir düsen jetzt mal in die Stadt und schauen uns das Ganze mal an. Lissabon hat mehr als 500.000 Einwohner. Mit Umland leben hier sogar 3,2 von insgesamt 10,6 Millionen Portugiesen. Die Hauptstadt ist der Dreh- und Angelpunkt des Landes. Wir schlendern gemütlich durch die Altstadt und genießen die schöne Atmosphäre. Super interessante Stadt, gefällt mir richtig gut. Wir haben auch gerade echt lecker was gegessen. Ja, echt gutes Essen gibt's hier, ganz viel Fisch, weil wir sind ja am Meer zusammen mit Tomatenreis, typisch portugiesisch und das war echt lecker. Bei unserem kurzen Besuch in der Stadt treffen wir auf viele offene und freundliche Menschen. Am Ufer des Flusses Tejo genießen wir noch die schöne Abendsonne. Jetzt sind wir bei der Alex Factory und das ist ein wunderbares Künstlerviertel im Herzen von Lissabon. Wir haben da viele Bilder gesehen, hat uns echt interessiert, sah ziemlich cool aus. Was kannst du uns darüber erzählen? Früher war das mal eine Textilfabrik, über 150 Jahre ist sie alt und die stand dann ganz viele Jahre leer, nachdem die nicht mehr benutzt wurde. Und dann hat man das im Jahr 2012 als Kreativbereich in der Stadt wiederbelebt. Klingt echt cool. Auf dem 23.000 Quadratmeter großen Gelände gibt es jede Menge Kunst, verschiedene Läden, Cafés mit Live-Musik und sogar Axtwerfen. Und scheinbar habe ich das Axtwerfen irgendwie im Blut oder einfach nur Glück. Mittags hat hier mehr auf, aber auch am Abend ist die Gegend wirklich schön und eignet sich super, um den Tag ausklingen zu lassen. Echt eine Empfehlung. Alex Factory, überall Kunstwerke, schöne Cafés und tolle Graffitis. Echt schön. Jetzt wollen wir uns wieder in der großen Surferszene Portugals umschauen. Unsere nächste Station, Peniche. Bei der Fahrt machen wir natürlich ein paar Schlenker über die schönen Landstraßen. Portugal bietet sich sehr gut für Roadtrips an. Kein Wunder, dass hier auch sehr viele Leute mit dem Camper unterwegs sind. Und kleinere Mietwagen gibt es schon für unter 10 Euro am Tag. Für unsere zeitweiligen Etappen auf der Autobahn fällt Maut an. Die ist regional unterschiedlich. Wir zahlen im Schnitt 4 bis 5 Euro für 100 Kilometer. Auf den Landstraßen sieht man aber ohnehin viel mehr und spart sich die Kosten. So, obrigado. Aber Blumengeschenk bekommen hier gerade. Cool, oder? Boah, das riecht übel nice. Das ist die Surferhochburg Peniche und hier kommen wirklich alle möglichen Surfer aus der ganzen Welt vorbei, um hier mal ein paar Wellen zu reiten. Leider sind die Wellen momentan nicht ganz so hoch. Mal sehen, was der Tag noch bringt. Wir schauen uns jetzt erstmal ein bisschen hier in der Stadt um. Peniche hat etwas mehr als 27.000 Einwohner und bietet alles, was das Surferherz begehrt. An den Stränden kann man das ganze Jahr auf den Wellen reiten, die im Winter am höchsten sind. Außerdem gibt es hier jede Menge Shops, Restaurants und Bars. Beeindruckend finde ich vor allem die Felsen an der Küste. Das sieht einfach imposant aus, wie die Steinplatten hier beieinander liegen. Die Natur kriegt es immer am schönsten hin. Die Altstadt mit ihrer Festungsmauer aus dem 16. Jahrhundert sieht auch echt cool aus. Die Halbinsel hat super schöne Seiten.
Über die Hotelbunker lässt sich streiten. Das muss man bei der tollen Küste hier in Kauf nehmen. Und mit der Zeit kommen auch immer größere Wellen zum Vorschein. Langsam wird es hier richtig stürmisch und man sieht, die Wellen werden heftiger. Wollen wir mal schauen, was bei den Surfern geht. Los! Wir brauchen die Bretter heute allerdings nicht zum Surfen. Wir nutzen sie als Hilfsmittel zum Filmen im Wasser. Wir wollen ja unbedingt ein paar coole Rides aufnehmen, denn in Peniche sind einige Surfer, die es echt drauf haben. Wir fahren von Strand zu Strand und filmen bis zum Abend. Dabei reden wir auch mit einigen Surfern. Stefan ist für den Sport sogar von München nach Portugal ausgewandert. Er liebt Surfen über alles und erklärt uns, was er daran am besten findet. Die ersten paar Sekunden, wie man die Welle lang pumpt, das ist einfach klasse. Das ist das Beste, was es gibt. Spontan treffen wir auch Moritz, der mit seinen Freunden und einem umgebauten Camper durch Portugal reist. Hier ist auf jeden Fall mein Bett. Da habe ich mir mit Paletten so ein Gestell gebaut. Lässt sich auf jeden Fall aushalten. Die Matratze ist auch breit genug. Wir pennen da jetzt eigentlich zu zweit seit 3 Wochen. Wir haben auch noch einen großen Kontaktgrill dabei und alles Mögliche, dass wir uns alles Essen kochen können. Ein großer Kühlschrank, der funktioniert mit Gas. Ist jetzt auch erst ein Jahr in meinem Besitz und jetzt die 2. Reise damit gemacht und es ist echt zuverlässig und hat alles gepasst soweit und viele schöne Erinnerungen sind damit entstanden. Erinnerungen sind das Stichwort, denn schöne Momente auf Reisen sind unbezahlbar. Wir fahren am nächsten Tag weiter, nach Nazaré. Wir sind ungefähr 40 Minuten von Peniche nach Nazaré gefahren. Und Nazaré, das ist ein sagenumwobener Ort. Denn hier gibt es die höchsten Wellen der Welt. Das sieht einfach unfassbar krass aus, wenn diese Big Wave Surfer da lang düsen. 20, 25 Meter hohe Wellen hinter denen. Momentan sind hier leider keine hohen Wellen. Ja, das hängt auch ein bisschen von der Saison ab. Es wechselt sich immer so ein bisschen. Aber Nazaré auch so ein sehr schöner Ort. Die Wellen entstehen hier an der Küste wegen großen Unterschieden der Meerestiefe von bis zu 5000 Metern. Hinzu kommt eine besondere Wasserströmung, die in der Saison für große Brecher sorgt. Nazaré ist ein ehemaliges Fischerdorf und hat heute 10.000 Einwohner. Wenn die Wellen auf sich warten lassen, geht es in der Stadt aber eher beschaulich zu. Ein lohnender Zwischenstopp. Uns zieht es aber weg vom Meer ins Landesinnere. Wir wollen sogar unter die Erde. Jetzt sind wir im größten Höhlensystem von Portugal, dem Grutas de Mira de Aires. Soll spektakulär sein, sieht auch schon hier ganz gut aus. Ist ungefähr 40 Minuten weg gewesen von Nazaré und der Eintritt liegt bei ungefähr 7 €. Auf den Bildern sah es echt nice aus. Ich bin gespannt, wie es in Wirklichkeit aussieht. Kommt mal mit. Das Höhlensystem wurde 1947 entdeckt und kann sich echt sehen lassen. Ursprünglich lag hier jede Menge Geröll, durch das sich die Entdecker erst graben mussten. Bis heute sind ca. 8000 Meter erschlossen. Für touristische Zwecke wurde ein Teil davon mit Wegen ausgestattet. Was wohl die ersten Leute gedacht haben, die diese Höhle ja damals entdeckt haben, die müssen ja richtig geflasht gewesen sein. Und hier werden noch immer wieder weitere Gänge entdeckt. Und vielleicht entdecken wir auch noch einen. Dieses schöne Gebilde nennt man die Orgel. Es ist über 80.000 Jahre alt und Tropfen für Tropfen aus dem Kalk des Wassers entstanden.
Sieht ein bisschen aus wie von einer anderen Welt. Es ist schon erstaunlich, was sich alles unter der Erde befindet, auf der wir rumlaufen. Hier gibt es sogar einen unterirdischen See. Nach etwa einer Stunde verlassen wir die Höhle, denn für unser nächstes Ziel geht es hoch hinaus. Wir wollen mit einer Zipline über die Baumwipfel rasen. Die liegt bei Ribeira de Pena, gut 300 Kilometer nördlich. Besonders interessant finde ich, wie sich die ganze Landschaft in kurzer Zeit immer mehr verändert. Alles wird grüner und sieht ganz anders aus als im Süden. Wir fahren bis in die Nacht und am nächsten Morgen wartet das nächste Abenteuer. Für uns geht es jetzt zur Zipline. Wenn ich ehrlich bin, bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Das wird, glaube ich, sehr krass. Uhr morgens beim Bäcker. Erstmal Zipline. 1,5 Kilometer lang, 150 Meter hoch und bis zu 130 Stundenkilometer schnell. So eine Mega-Zipline wollte ich schon immer mal ausprobieren. Die Action-Einlage gibt es je nach Saison für 20 bis 30 Euro. Das ist nicht so krass. Ah, geil, das ist wie Fliegen. Ja. Ich hab viel Platz. Junge, das kann ja was werden, ey. Ich bin ein echter Hänger. Ich hoffe, ich bleib nicht hängen. Es ist wirklich wie Fliegen. Und wenn man nicht gerade schlingert, hat es sogar was Entspannendes. Es ist gar nicht so krass, wie man denkt. Man hat einen guten Speed drauf, schlenkert auch so ein bisschen, aber es macht einfach nur Spaß. Oh nee, Alter, das ist ja ganz unangenehm. Clear, knees and straight. 1, 2, 3. Oh no. Oh fuck! Don't raise your eyes. It's only teenage wasteland. It's only teenage wasteland. Ich hatte schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber also zum Ende wurde es besser so und dann zwischendurch wurde ich auf einmal langsamer. Und dann hatte ich richtig Angst, weil der Typ uns eben erklärt hatte, dass man auch stecken bleiben kann, wenn man die Arme zu weit ausbreitet. Und ich hatte Angst, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe. Aber, also ist cool. Ich glaube, ich würde es sogar nochmal machen. Geil, mal wieder was Neues auszuprobieren. Ich freue mich schon. Let's go! Super surreal, diese Perspektive, die man hat. Man muss erstmal checken, dass man da lang fliegt wie ein Vogel und dann wird man auch immer schneller und kriegt den Wind in die Haare und so. Mega geil. Kann ich nur empfehlen. Richtig gut. Je weiter wir nach Norden kommen, umso grüner wird Portugal. Ein Besuch wert ist auf jeden Fall der Peneda Gerês Nationalpark, der etwa eine Stunde von der Zipline entfernt ist. Der Nationalpark ist 700 Quadratkilometer groß. Man kann hier also ohne Probleme längere Zeit die Natur entdecken. Seit 2009 ist die Region sogar ein Biosphärenreservat der UNESCO.
Jetzt sind wir im schönen Dörfchen Soaje und die Gebäude sind ja alle im alten Stil gebaut. Das ist ein bisschen wie bei einer Zeitreise. Wir essen jetzt gerade was im Nationalpark und es gibt was ganz Besonderes, das Katschena-Rind. Gibt es nur hier oben im Norden, ist super lecker, super saftig, oder? Ja, mir schmeckt mega gut und kostet gerade mal 13 € pro Person, da kann man echt nichts sagen. Generell war die Reise nicht so teuer. Wir haben für eine Unterkunft, also Hotelzimmer oder Apartment, ungefähr 30 bis 50 € pro Person pro Nacht bezahlt, also echt günstig. Und Hostels sind natürlich noch billiger und am günstigsten ist es dann, mit dem Camper unterwegs zu sein. Der Park ist wirklich riesig und erstreckt sich sogar über die Grenze nach Spanien. Apropos Grenzen, unser Navi hat seine erreicht. Wir haben uns ein bisschen verfahren, zumindest schickt uns das Navi hier auf Strecken, die nicht so ganz für Autos geeignet scheinen, mega eng und so, und wir wollen keinen Crash bauen. Echt schön hier. Nee, Spaß. Das hasse ich ja auch. Hier vorne liegt auch wieder Plastikflaschen, egal wo du bist. Die Leute werfen immer ihren Müll weg, macht es nicht. Hier auch ein Fluss, der hier lang läuft, gibt auch verschiedene Wasserfälle, werden wir uns nachher noch einen anschauen. Richtig schön hier. Wasserfälle finde ich einfach majestätisch. Die Naturlandschaft hier ist auch ein Rückzugsort für Wildtiere geworden. Wir erkunden die Gegend bis zum Abend und fahren dann zum Herz des Parks, dem See. Ein wirklich traumhafter Anblick und mit dem Sonnenuntergang das perfekte Finale für unseren Roadtrip. Das war unser Besuch im Nationalpark und der ist richtig, richtig schön. Was wir hier nicht alles gesehen haben, Wasserfälle, Wälder, Berge und noch vieles, vieles mehr, hat mir richtig gut gefallen. Und euch? Ja, mir auch mega, wie abwechslungsreich das hier ist im Nationalpark. Hätte ich echt vorher nicht gedacht. Und überhaupt der Roadtrip, was wir wieder alles erlebt haben, war eine hammergeile Zeit. Was für unglaubliche Momente wir in den 8 Tagen erfahren durften. Max konnte sich erneut einer Herausforderung stellen. Benny hat viel Neues für sich entdeckt. Und ich bin glücklich, dass wir diese tolle Erinnerung an einem Film festhalten und mit euch teilen können. Falls euch unsere Reise gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Schaut auch gerne mal bei WDR Reisen auf Instagram vorbei, denn dort gibt es weitere Beiträge zum Roadtrip. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.